Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich endlich mal meinen Lesemonat November für euch. Das Jahr ist zwar fast rum, aber trotzdem blicken wir heute noch einmal gemeinsam zurück auf den November 2021, der lesetechnisch leider ziemlich enttäuschend war. Eigentlich wollte ich im November mehrere Bücher aus dem Genre Dark Academia lesen und das wurde dann leider nichts. Welche Bücher ich genau lesen wollte, könnt ihr in meinem November Reading Vlog anschauen, der schon vor längerer Zeit online gegangen ist. Verlinke ich euch mal hier oben. Letztendlich habe ich nur ein komplettes Buch aus diesem Genre gelesen. Ein anderes habe ich aus diesem Genre abgebrochen. Sonst habe ich noch einen anderen Roman gelesen und ein schönes weihnachtliches Hörbuch gehört. Legen wir mit dem ersten Buch los, das ich im November gelesen habe bzw. angefangen habe, denn das ist auch das Buch, das ich abgebrochen habe. Catherine House von Elizabeth Thomas. Und bei meiner Recherche zum Thema Dark Academia ist dieses Buch halt häufiger aufgeploppt und die Meinungen dazu waren gemischt, aber eigentlich waren auch sehr, sehr viele positive Stimmen dabei. Deswegen habe ich mir das Buch sofort auf Englisch auf mein Kindle geladen und habe dann auch ziemlich schnell angefangen zu lesen. Ich war hoch motiviert und hatte richtig Bock darauf. Es geht hier, wie so häufig bei diesem Genre, um eine Elite-Uni und diese Elite-Uni heißt Catherine House. Hier ist es so, dass Catherine House ja schon fast sagenumwoben ist. Es gibt sehr, sehr wenig Details zu den Abläufen an dieser Uni, aber man weiß halt, dass eigentlich diejenigen, die Absolventen, dass denen eigentlich alle Türen offen stehen. Also Catherine House hat schon sehr, sehr viele sehr schlaue Köpfe hervorgebracht. Und dass man eigentlich als Absolvent alles machen kann, was man möchte im Prinzip, dass man sehr, sehr gute Zukunftsaussichten hat, hat aber auch seinen Preis. Denn zum einen ist das Aufnahmeverfahren also wirklich unfassbar lang und sehr, sehr schwierig. Zum anderen müssen die Studierenden im Prinzip mit ihrem bisherigen Leben brechen oder pausieren. Sie dürfen keinen Kontakt zu ihrer Familie haben oder zu ihren Freunden. Was mich hier sehr neugierig gemacht hat, das war ein großes Rätsel, das in den Hallen von Catherine House stecken soll und das eigentlich auch schon so ziemlich zu Beginn des Romans angesprochen wird, wobei es da halt auch noch sehr unverständlich bleibt, sagen wir mal so, was ist. Es geht halt um eine ganz bestimmte Methode bzw. einen ganz bestimmten Forschungsbereich und da wird halt nur in Catherine House dran geforscht und was das Ganze macht und ist halt anfangs echt sehr unverständlich für mich gewesen, konnte ich mir sehr, sehr schwer vorstellen und im Laufe der Handlung wird das noch so ein bisschen weiter ausgearbeitet. Trotzdem, obwohl das auch immer mal wieder Sache war und angesprochen wurde, ging es eben nicht wirklich zur Sache hier. Und es blieb mir einfach zu wischiwaschi, sagen wir mal so. Es wurde immer mal wieder erwähnt von der Protagonistin Ines, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und das war halt, irgendwann war dann der Punkt erreicht, da war ich auch schon über die Hälfte des E-Books hinaus, wo ich gedacht habe, so, es muss doch jetzt mal richtig was passieren. Und es ist es halt irgendwie nicht. Man begleitet Ines halt dabei, wie sie halt neu an der Uni ist und irgendwie komischerweise auch überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Also sie lässt halt das Lernen halt absolut schleifen. Sie tut halt gar nichts dafür, dass sie jetzt an dieser Schule ist. Man muss aber auch sagen, sie hat halt auch ein traumatisches Erlebnis in der kürzeren Vergangenheit gehabt. Ines macht dann halt nach und nach schon so rätselhafte Entdeckungen, was eben halt so dieses bestimmte Forschungsfeld angeht. Aber es geht halt einfach, es passiert halt sonst nicht richtig viel. Also es passiert halt schon so ein, zwei Sachen, wo man denkt, oh krass, oder denkt, oh, okay, endlich passiert mal was. Aber dann geht es halt irgendwie auch nicht wirklich weiter. Und dann war halt irgendwann der Punkt für mich erreicht, so, ich bin jetzt über die Hälfte hinaus und es ist immer noch nichts Großartiges passiert, ich breche das jetzt ab. Deswegen, ciao Catherine House, schade, dass es mit uns nicht funktioniert hat, aber passiert.
Danach habe ich zu Der Zorn des Oktopus von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe aus dem Lübbe Verlag gegriffen. Und ich muss auch hier gestehen, dass mich auch dieses Buch nicht so richtig packen konnte, obwohl die Inhaltsangabe so vielversprechend klingt. Grundlegendes Thema ist hier der Klimawandel, beziehungsweise eigentlich auch die Klimakatastrophe, denn sie ist da in diesem Buch. Wir haben das Jahr 2029. Es herrschen Dürre. Schädlinge ziehen in Schwärmen über die restlichen Felder, die noch irgendwo ertragreich sind. Die Meere sind komplett überfischt etc. Um das zu retten, was noch zu retten ist, haben sich halt 3 große Nationen zusammengeschlossen zur sogenannten Klimaallianz. Und sie arbeiten jetzt halt daran, auch noch weitere Länder dazu zu bewegen, sich dieser Allianz anzuschließen. Und mit eines der wichtigsten Tools sozusagen dieser Klimaallianz ist ein Quantencomputer. Und dieser Quantencomputer kann aufgrund von genauester Berechnungen ja im Prinzip schon irgendwo die Zukunft so ein bisschen vorhersagen. Nicht auszudenken natürlich, was passiert, wenn dieser in die falschen Hände gerät. Aber wie man sich vielleicht denken kann, es passiert natürlich genau das. Der Quantencomputer wird gestohlen. Und irgendwie in diese ganzen Machenschaften mit hineingezogen wird ein Mann, der zwar für die Klimaallianz arbeitet, aber irgendwie auf einem vollkommen anderen Themengebiet tätig ist. Thomas Pierpaoli hat tatsächlich mehr Ahnung von Käse als von Quantencomputern. Trotzdem liegt es in seiner Hand, dann die Welt zu retten, tatsächlich. Was ich hier sehr mochte, das war so ein bisschen die Verwischung von Fiktion und Realität. Das passiert halt dadurch, dass hier auch reale Persönlichkeiten auftreten. Das lässt halt so die gesamte Handlung noch brisanter erscheinen. Man hat halt hier so ein bisschen das Gefühl beim Lesen, man wirft einen Blick in die Zukunft. Also man trifft Politiker aus unserer heutigen Zeit wieder. Und was sie dann jetzt in der Zukunft im Jahre 2029 so machen und treiben, das erfährt man dann hier. Und dieser Blick in die Zukunft, nenne ich es jetzt mal, ist halt sehr erschreckend, weil 2029 ist jetzt auch nicht so weit entfernt in der Zukunft und trotzdem unterscheidet sich das Leben hier von unserem wirklich immens. Da wird einem beim Lesen irgendwie gleich ganz anders. Und ich muss sagen, dass hier der Einstieg in die Geschichte wirklich super war. Also mich hat der Einstieg direkt gepackt und ich habe gedacht, boah, geil, so, das wird richtig gut. Es hat mich so ein bisschen auch an Schätzing erinnert. Es war actiongeladen, es ist super viel passiert am Anfang. Also es ist halt eine Szene beschrieben, die halt einfach, von der man halt denkt, okay, boah, das birgt einfach so viel Potenzial, so viel Spannungspotenzial. Und irgendwann war es dann aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Handlung überhaupt nicht losgeht richtig. Also so der Einstieg war super spannend und dann plötzlich plätscherte das halt alles so ein bisschen vor sich hin. Und ich hatte halt das Gefühl, dass ich hier sehr viel mit Details aufgehalten wurde. Also wenn ein neuer Charakter eingeführt wurde, wurde dieser halt erstmal bis ins kleinste Detail beschrieben. Bei einem Charakter tatsächlich halt auch so weit bis zu dem Punkt, wo er halt am liebsten seine Hemden kauft. Ja, das war halt irgendwie zu viel des Guten für mich. Also ich habe beim Lesen dann halt echt da gesessen und es war so, ist das jetzt wichtig für die Handlung, wo er seine Hemden kauft? Nein, eigentlich nicht. Und das hat mich dann halt beim Lesen gestört, weil ich gedacht habe, okay, das ist doch gerade voll unwichtig. Darum geht es doch halt gerade gar nicht. Da geht doch gerade gar keiner Hemden einkaufen. Letztlich hat bei mir hier eines ganz stark gefehlt. Und das war einfach die Spannung. Leider. Wie gesagt, vielversprechender Anfang, aber der Rest konnte mich von Der Zorn des Oktopus leider nicht ganz packen. Kommen wir zum Hörbuch, das war nämlich Schneeschwester von Maja Lunde. Gesprochen wird das Ganze von Axel Milberg und mir war nach einer weihnachtlichen Geschichte. Da kam dieses Hörbuch einfach genau richtig und ich habe es tatsächlich an einem Tag komplett gehört. Es hat insgesamt aber auch nur eine Laufzeit von 3 Stunden und 40 Minuten, glaube ich. Von daher nicht ewig lang. Aber es hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ich fand es sehr schön. Es ist zwar eine Weihnachtsgeschichte, weil es um Weihnachten geht und an Weihnachten spielt, aber es ist halt nicht so eine typische Weihnachtsgeschichte, wo es halt um den Weihnachtsmann und seine Elfen geht, sondern es ist halt eher so eine etwas bedrückendere Weihnachtsgeschichte, sagen wir mal so. Es geht hier um Julian und Julian hat im letzten Jahr seine große Schwester verloren. Und eigentlich war Weihnachten bei der Familie halt immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber seit dem Tod der Schwester
liegt wie ein Schatten auf der gesamten Familie und das spiegelt sich halt auch in Weihnachten-Video wieder. Es kommt überhaupt gar keine Weihnachtsstimmung auf und die Eltern, also es wirkt so, als ob die Eltern Weihnachten am liebsten ausfallen lassen möchten. Julian leidet natürlich auch sehr unter dem Verlust seiner Schwester, aber halt auch an der, furchtbaren Stimmung, die zu Hause herrscht. Dann lernt er aber Hedwig kennen und Hedwig schafft es in ihm so ein bisschen den Zauber der Weihnachtszeit wieder aufleben zu lassen. Aber Hedwig steckt auch voller Rätsel und scheint ein Geheimnis zu haben. Und wie gesagt, eine ganz andere Art der Weihnachtsgeschichte, die mich aber sehr gut unterhalten hat und kann ich definitiv empfehlen. Wenn ihr meinen November-Reading-Vlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich auch im November noch If We Were Villains von Emily Rio gelesen habe. Das habe ich aber nicht mehr beendet. Deswegen werdet ihr mein schlussendliches Fazit dazu dann im Lesemonat Dezember erfahren. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Kommt gut ins neue Jahr und bis dann. Bis bald. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.